pressing record, and we're doing it. Yeah. So we're live. Brought to you from Tottenbach, Villa Tottenbach, with Gabriele Liesenfeld, Greg Bryce, and Christina Schmautz. I can't get their name. Oh my God, Christina. There you go. Schmautz. Schmautz. Yes, Schmautz. Oh. Yeah, there's no R, is there? Sorry, honey. Sorry, Christina. Sorry, Gabi. Sorry. It's okay. Yeah, we still love you. Oh, good. So, herzlich willkommen alle zu diesem Zoom mit Greg Bryce über die Alchemie. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt einfach mal ein Zoom, weil das der Juni ist, der Monat der Alchemie sozusagen, für uns zumindest. Ja. Es folgt ein Alchemiekurs dem anderen. So, wir fangen jetzt am Wochenende an, oder Greg fängt an mit der Alchemie in Chemnitz, danach geht es weiter mit Salzburg und danach geht es weiter mit Admont und in der Steiermark und danach geht es weiter mit Christina und der Alchemie in Mainz. Dann kommt Lyon, dann kommt Budapest, dann kommt was hier geil. So, und so viele Leute stellen uns Fragen, was zum Teufel die Alchemie eigentlich ist. Und wir haben schon so viele Videos darüber gemacht, was die Alchemie eigentlich ist. Ihr könnt das alles nachgucken auf unseren Homepages. Ja, und wir haben uns gedacht, wir fragen mal, was ist es tatsächlich, was für euch heute von Interesse ist, was ihr gerne wissen wollt. So, I just told them that it's the months of the alchemy classes for us, and that so many people were asking questions about it, and we just, we didn't want to like talk about in general about the alchemy because you can see videos all over the place about that. So we just asked the question, what would be interesting to know for you today? And we actually came up with something. Und wir sind tatsächlich auf was gekommen, was interessant wäre für euch. So Greg, yeah, you start. You start with what we came up with. Du fängst an, mit dem, was wir heute drauf gekommen sind. Yeah. Did you forget? Well, sort of, but yes, it's really is what you know. What you know, we all focus on getting up, making our bodies well, and trying to communicate with our bodies. Blah blah blah. So, was das Ding, was hochgekommen ist und was bei allen gerade so los ist. Wir alle versuchen, klarzukommen mit unseren Körpern. Wir alle versuchen, gesund zu werden, wenn wir irgendwas haben. And we all go into beyonds and we all get stressed because we're not doing it. Und dann gehen wir alle in dieses Beyond. Also das heißt, wir kriegen diese Schockstarre und wir wissen nicht, was wir tun sollen. And then we make ourselves wrong for that. Dann machen wir uns wieder verkehrt dafür. And then we make ourselves wrong for making ourselves wrong. Dann machen wir uns dafür verkehrt, dass wir uns gerade wieder verkehrt machen. And then we make ourselves wrong for making ourselves wrong because we've made ourselves wrong again. Und dann machen wir uns dafür verkehrt, weil wir uns dafür verkehrt gemacht haben, dass wir uns schon wieder verkehrt gemacht haben. And in the process, we create more disease or more sadness or more weight. Und dann kommen wir in diesen Prozess, wo wir mehr Traurigkeit kreieren, mehr Krankheit, mehr Gewicht. And we feel like we're wasting our time and we're losing a battle, we're not good enough. Und dann haben wir das Gefühl, wir verschwenden unsere Zeit. Wir verlieren die Schlacht. Wir sind nicht gut genug. I think one of the most important things that we teach in the alchemy classes, when you're dealing with a body, whether it's your own body or somebody else's body. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen in den Alchemiekursen. Egal, ob ihr mit eurem eigenen Körper zu tun habt oder mit dem Körper von anderen. Is nothing's wrong, nothing's broken, and nothing needs fixing. Ist, dass nichts verkehrt ist, nichts ist kaputt, nichts muss repariert werden. What if your body's just dealing with something and it just needs your support? Was, wenn euer Körper einfach mit irgendwas gerade umgeht und eure Unterstützung braucht? What if the reason you can't lose weight is because your body's dealing with the issue that was created when you were a child and you decided that nobody was ever going to look at you that way ever again? Was, wenn euer Körper einfach kein Gewicht verlieren kann, weil ihr irgendwann mal in eurer Kindheit entschieden habt,
dass ihr euch so kreieren werdet, dass euch nie wieder jemand so anschauen wird. I mean, my body got to 145 kilos because I decided that I was going to get so big that I'd be able to destroy my father. So, mein Körper hat sich damals in meiner Kindheit entschlossen, riesengroß zu werden, also 145 Kilo schwer zu werden, damit ich so stark werde, um meinen Vater zerstören zu können. Then I decided, he's scared of me, I don't need to. Ja, und dann hat er beschlossen, oder ich habe beschlossen, okay, ich bin soweit, ich brauche das nicht mehr. My body lost 20 kilos. Dann hat mein Körper sofort 20 Kilo verloren. And I hadn't changed a thing except my thoughts. Und ich habe nichts anderes verändert als meine Gedanken. My body created strokes because I wanted to die, because it was easier to die than create change. Mein Körper hatte Schlaganfälle kreiert, weil ich beschlossen hatte, dass es leichter ist zu sterben, als Veränderung zu kreieren. Then one day I changed my mind. Und eines Tages habe ich meine Meinung geändert, meine Gedanken geändert. And suddenly, my ass got out of the wheelchair and I started walking. Und plötzlich hat sich mein Hintern aus dem Rollstuhl erhoben und ich habe wieder begonnen zu laufen. And there's been a constant battle with me changing my mind a little bit. Und für mich war es ein konstanter Kampf, darum meine Gedanken immer wieder zu verändern. And I'm sure most of you have seen the photo of me from 5 years ago when I was really super happy holding my 2 grandchildren. Ich glaube, viele von euch haben das Foto von mir gesehen vor 5 Jahren, wo ich eigentlich super, super glücklich aussehen sollte, weil ich meine 2 neugeborenen Enkelkinder im Arm hatte. I mean, I was really super happy. Ich war wirklich super happy. But your face didn't show, huh? No, I forgot to tell my body. Aber dein Gesicht hat das nicht gezeigt. Nein, ich habe vergessen, meinem Körper darüber Bescheid zu geben, dass ich happy bin. My body thought I still had to die. Mein Körper hat geglaubt, er müsse immer noch sterben. So, you know, what is it about? Worum geht's da? You know, one of the other things we talk about in the Alchemy classes is, you know, the mind is a bad master. So, eines der Dinge, über die wir immer wieder in den Alchemiekursen sprechen, ist, der Verstand ist ein schlechter Herr. But it's a phenomenal tool. Aber der Verstand ist ein phänomenales Werkzeug. You can use your mind to create your body. Ihr könnt euren Verstand dazu benutzen, euren Körper zu kreieren. We do it all the time. Und das ist es, was wir die ganze Zeit tun. We just have forgotten when we made the choice that set it in motion. Wir haben nur vergessen, wann wir die Wahl getroffen haben, die das Ganze in Gang gesetzt hat. When really, I know 2 young ladies that would like to get pregnant but can't. Ich kenne zum Beispiel 2 junge Frauen, die unbedingt schwanger werden wollten, aber nicht konnten. And I said to them, so, you know, when did you decide that having a child was something you didn't want to do in this life because it was too hard? Und ich habe sie dann gefragt, wann habt ihr beschlossen, dass ein Kind zu bekommen etwas ist, das in diesem Leben zu schwer ist? Not too hard to have a child, but it would be too hard for the child to have a joyful life. Nicht zu hart, ein Kind zu bekommen, aber es wäre zu schwer für das Kind, ein glückliches Leben zu führen. How old were you? Wie alt war der da? And they go, oh my God. And then it's the process of changing your mind. Ja, und dann haben sie es begriffen und haben begonnen, ihre Gedanken zu verändern. It's that simple. So einfach ist das. Yeah. So what is the struggle then? I mean, I think so many of us know that. Our mind creates our reality. Ich glaube, so viele von uns wissen das. Unser Verstand kreiert unsere Realität. Warum zum Teufel ist es dann so schwer, unseren Verstand, unsere Gedanken zu verändern? So why the heck is it that hard to change our mind, to change our thoughts? Because we like the habit of making ourselves wrong.
Weil wir die Gewohnheit so lieben, uns selber schuldig zu fühlen und uns verkehrt zu machen. And sometimes it's really cool to be the victim because people do shit for us. Und manchmal ist es echt cool, das Opfer zu sein, weil die Leute dann allen möglichen Scheiß für uns machen. And we can use that to manipulate people to do even more for us. Und wir können da sitzen und Leute manipulieren, die immer noch mehr für uns tun. Somebody keeps unmuting themselves. Ja, esst keine Pizza, außer wir kriegen was ab. Okay. So. Yeah. Yeah, so the question then would be, for me at least, so if our minds, if our thoughts create our body and the condition of our body, what is our body? So meine Frage wäre dann, wenn unsere Gedanken und unser Verstand unseren Körper und den Zustand unseres Körpers kreieren, was ist unser Körper dann? What if you could acknowledge that your body is a whole lot of electrons that have awareness? Was, wenn ihr einfach anerkennen könntet, dass euer Körper eine Ansammlung von Elektronen ist, die Gewahrsein haben? But that your body also will do as you ask it every time. Und dass euer Körper genau das tut, worum ihr ihn bittet. Jedes einzelne Mal. When you really ask it. Wenn ihr ihn wirklich darum bittet. And this is like the shadow, right? We think we ask our bodies stuff, but in the back of our heads, there is another question, another request going on. Und das ist wirklich das, was tricky ist, ja? Wir glauben immer, wir bitten unserem Körper um alles Mögliche. Aber im Hintergrund unseres Kopfes, da ist eine ganz andere Anforderung an unsere Körper. And that background thought has more energy and carries more strength with it than any wish we're making in this moment in time. Ja, und diese Hintergrundforderung hat sehr viel mehr Energie als dieser Wunsch, den wir im Vordergrund haben. Mickey, did you want to ask a question? Michi, du willst eine Frage stellen? Nicht unbedingt eine Frage, ich würde da gerne was dazu sagen. You would like to tell something. Okay. Nee, eben wegen, weil ich das so spannend finde, was er da gesagt hat bezüglich der Frage und dem Wirklichen. Bei mir war das auch lang so, dass ich gedacht habe, ich frage den Körper und rede mit ihm und bin lieb zu ihm, solange er das tut, was ich will. So because this is something what you said that really was so true for me. I thought I'm talking to my body, I'm nice to my body as long as body does what I want. Mm-hmm. That's sort of like unconditional love, isn't it? Das ist sowas wie die bedingungslose Liebe, oder? Absolut, aber ich habe mich dann geärgert, weil ich mir dachte, ich mache doch alles, was du willst, du Arsch. Und, ne? Aber, ja, mir war nicht klar, dass ich ihn total bescheiß. Yeah, and I was like, buddy, you asshole! I do everything you want, but I wasn't aware that I'm cheating myself. Yeah. Yep. Yeah. So, but the big question now for me is, who the fuck is the boss? Und die große Frage, die für mich jetzt kommt, ist, wer zum Teufel ist der Boss? I mean, if we are infinite beings, our body is nothing else than a creation of us. Also das heißt, wenn wir unendliche Wesen sind, ist der Körper doch nichts anderes als eine Kreation von uns. So we're the boss. Also wir sind der Boss. Great. Absolutely. Yeah. Really. I mean, you've all seen the photos, you've seen the transformation. So what else is possible? Ja. Also ihr habt die Fotos gesehen, ihr habt die Transformation gesehen. Was ist sonst noch möglich? But how do we do that? I mean, I think the first thing is to be aware we're the boss.
Und wie machen wir das? Ich denke, das erste Ding ist, wissen wir uns gewahr werden müssen, ist, dass wir der Boss sind. Yeah. And then Und you've got to dann let go. müssen wir loslassen. Oh oh. Let go of what? Was loslassen? You've got to let go of control. Ihr müsst Kontrolle loslassen. You've got to let go of every point of view and conclusion you've ever made about you and your body. Ihr müsst jede Schlussfolgerung loslassen, die ihr über euch und euren Körper jemals getroffen habt. And what your life could look like. Und wie euer Leben aussehen könnte. And how it should turn out. Und wie es sich zeigen sollte, wie es ausgehen sollte. Ich finde Totally das immer so different. logisch. Darf ich kurz was sagen? Ja. Ich finde das immer so logisch und wenn ich das lese und in manchen Momenten funktioniert das auch, aber manchmal funktioniert es auch gar nicht. Da kommen einfach diese Gedanken. Ja. Ich lese gerade Lass mich kurz übersetzen. It's really logical and sometimes it works really well and in other times it doesn't work at all. And because there are these thoughts coming up. Yeah. Und, So it does work, but what thought is your body following? Ja, es funktioniert immer. Aber welchen Gedanken folgt dein Körper? How many times have you made a wish or demand of your body and then at the end of it gone aber? So, wie oft habt ihr einen Wunsch gehabt an euren Körper? Bitte Körper. Und dann im Nachhinein, im Hinterkopf kommt dieses Aber. In New Zealand we have an expression, yeah right. In Neuseeland haben wir so einen Ausdruck dafür. Ja, echt. It means no. Bedeutet nein. And it's the same. It's when you say this is what I'm creating, and then energetically you're saying you're right or aber, it's not going to happen. Ja, so, das ist genau das Gleiche. Wenn ihr sagt, das ist es, was ich kreiere, aber energetisch sagt ihr, das wird nicht passieren. And then the body follows the thought stronger, that has more energetic charge. Und dann folgt der Körper dem, was stärker ist, dem, was mehr energetische Ladung hat. I mean, it's like trying to create money. Es ist wie, als würde man versuchen, Geld zu kreieren. What if you let go all your points of view around money and ask the universe to help to create joy in your life? Was, wenn ihr alle eure Ansichten über Geld loslassen würdet und das Universum bitten würdet oder fragen würdet, was es braucht für euch, Freude in eurem Leben zu kreieren? And then what you did was you visualized how joyful you would be to have 10,000 euros in your wallet. Und dann könnt ihr euch visualisieren, vorstellen, wie es wäre, 10.000 Euro immer in eurer Brieftasche zu haben. Feel the joy of that. How would you feel? Wie würde sich das anfühlen? Knowing that if you had 10,000 euros that you could spend, you could put 10,000 back tomorrow. Ja, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr 10.000 Euro ausgebt, 10.000 Euro wiederkriegen würdet. What would that do to your universe, to your life and your body? Was würde das mit eurem Universum, mit eurem Leben und mit eurem Körper machen? Feel it. Spürt es. And now ask the universe for joy. Und jetzt bitte das Universum um Freude. And then just keep feeling that joy and keep inviting that joy into your life. Und dann spürt diese Freude weiter und ladet sie immer weiter in euer Leben ein. Universe goes, ooh, okay, catch. Das Universum sagt, cool, da, fang. And then as the first 10 euros turns up, you go, wow, this is really cool. Universe goes, you like that? Here, have some more. Wenn die ersten 10 Euro auftauchen, sagt ihr, oh cool, da fängt schon mal an. Und das Universum sagt, klasse, du magst das? Mehr davon. Really, really, really. Yeah. So it's the mind, or we are the boss. Yeah. And we teach the mind how to think. And the mind and the body follows the strongest thoughts. Ja? So wir sind der Boss und wir bringen dem Verstand bei, wie er zu denken hat. Und der Körper folgt den stärksten Gedanken. Ja?
Somebody's got their hand up and I can't see who it is. Hat jemand irgendwie die Hand gehoben? Wollte jemand was sagen? Ich habe zwar nicht die Hand gehoben, aber ich spüre einen totalen Widerstand bei mir. So, Manuela feels resistance. Yeah. Für mich ist mein Körper und mein Body ist mein Buddy, also mein bester Freund. Und als es gesagt wurde, so, dass ich der Boss bin über meinen Körper, da ging es bei mir so. Yeah. So for me, my body is my best buddy. And Yep. when you say I'm the boss of my body, I would totally contract it. Yeah. Haha. So, do you let all your best friends tell you what to do all the time? So lässt du deinen besten Freunden dir immer zu sagen, was du tun sollst? Das ist ein Füreinander, ein Miteinander, ein sich beratschlagen. Also ich bin dankbar für meinen Körper. Erstmal auf die Frage, nein. Yeah, so no, but for me it's like the being with the body is like being together with the body. It's Yeah. like talking about everything. It's like choosing together. Yep. But it's like having, we have Morgan, yes? Also wir haben unseren Hund, Morgan. She's 60 plus kilos. Sie ist ungefähr 60 Kilo. So she's bigger than Gabi. Also sie ist schwerer als Gabi. Now Gabi could stay and just be kind and gentle and nice and be Morgan's friend. Also ich könnte jetzt sagen, ich bin einfach Morgans Freundin und bin lieb und nett und sanft. And then every now and then Morgan decides she wants to go that way. Ja. Und dann wird die Morgan ab und zu entscheiden, was sie halt will. Sie geht in die Richtung. Mhm. Ja. It happened. No. I've Passiert. seen Gabi on her back looking up. Ja, genau. Mich hat sie einmal so umgerannt, ich bin ausgehebelt worden, wirklich, habe eine Rolle gemacht und bin am Rücken gelandet. But once we taught Morgan that Gabi's the boss, Aber als wir ihr dann beigebracht haben, dass ich der Boss bin, und ich liebe es, dass er sagt, wir haben es ihr beigebracht. And I love it that you say, we have taught her that I am the boss. I helped a little bit. Yeah. But once we were able to do that and show Morgan that Gabi's in charge and Morgan's actually okay about following, we go in when Gabi can take Morgan away, take her off the lead, and she won't go more than 2 or 3 meters away from Gabi. Aber als sie das einmal kapiert hat, dass ich zuständig bin, dass ich der Boss bin, folgt sie mir und ich kann sie in einem Finger an der Leine haben. Wenn sie von der Leine ist, also wenn ich gerade einen Hase hochhopst, ist sie nicht mehr als 3 Schritte von mir weg. Today we were walking by the river and Morgan wanted to go and chase or go and look at a cyclist going past. Ja, heute sind wir am Fluss gewesen und die Morgan hat da einen Radfahrer gesehen, der vorbeikam und war sehr neugierig. And Gabi went, ah, and that was it, she stopped. Ja, und ich habe nur gemacht und sie kam sofort zurück. I stopped too. Great. Ja. But it's the same with their body. There has to be somebody who makes the choices and decisions. Aber genauso ist es mit dem Körper. Jemand muss da sein, der die Entscheidungen trifft. And whether you like it or not, you've made conclusions and choices in your life when you were very young and a little bit younger and a little bit older, where you've decided something and your body is living that decision out. Und ob du es nun magst oder nicht, es gab Zeiten, in denen du irgendwas entschieden hast, wo du vielleicht noch sehr viel jünger warst, und nach diesem Entschluss richtet sich der Körper noch immer. You've decided where something is impossible or something is not, you can't have in your life. Ja, vielleicht hast du entschieden, dass irgendwas unmöglich ist oder dass es da etwas gibt, was du in deinem Leben nicht haben kannst. And no matter how hard you try to create against that choice, you come up against walls or you self-sabotage unconsciously. Ja, und egal, wie sehr du dich bemühst, du wirst immer an die Wand dieser damaligen Entscheidung stoßen und es selbst sabotieren, wenn du nicht bewusst etwas anderes willst. Because your body holds that memory. Ja, weil dein Körper diese Erinnerung festhält. And it's about going back to that and letting that memory go, changing that choice, changing your mind, and reminding your body that it can now create something different.
Und es geht darum, zurück zu dieser Wahl zu gehen, sie zu zerstören und eine andere Wahl zu treffen und den Körper daran zu erinnern, dass er jetzt wirklich etwas anderes kreieren kann. I had 3 strokes because I decided as a young boy life is too hard. Ich hatte 3 Schlaganfälle, weil ich als junger Mann beschlossen hatte oder als Teenager beschlossen hatte, dass das Leben zu schwer ist. I have a hole in my heart because I'd rather die than change. Ich habe ein Loch in meinem Herzen, weil ich beschlossen habe, lieber zu sterben, als etwas zu verändern. I'm still here, Ich bin immer noch da. right? Because I changed my mind. Weil ich meine Meinung geändert habe. What's possible? Everything. Was ist möglich? Alles. Everything. Alles. And we're only scratching the surface of what's possible. Und wir kratzen gerade mal an der Oberfläche dessen, was möglich ist. Because first we have to forget what we've decided is impossible. Denn erstmal müssen wir vergessen, was wir beschlossen haben, das Unmögliche. And then watch the miracles. Ja, und dann passt auf, was für Wunder geschehen. And really, you know, Gabi and I, with doing private sessions, have seen some amazing miracles. Ja, und Gabi und ich, wir machen so viele Einzelsessions und wir haben unglaubliche Wunder gesehen. And, you know, there have been people that have translated for me that have just sat in awe as they've watched these little miracles change people. Ja, und ich persönlich habe Sessions gegeben, wo Leute mich übersetzt haben, die einfach nur da saßen mit großen Augen, wie sie an den Körpern gesehen haben, wie Wunder passieren. And it all comes from here. Yeah. Kommt alles von da. The miracle happens when the person changes their mind. Ja. Das Wunder geschieht, wenn die Person etwas anderes wählt. And Manuela, you're totally right. Be grateful for your body. Und natürlich, Manuela, du hast total recht. Sei dankbar für deinen Körper. Du hast ihn kreiert. You have created it. Yeah. Yeah. I don't mean tell your body to do what it does and do what you want, like Hitler told Germany. Ja. Ja, also ich will natürlich nicht, dass du deinem Körper befiehlst, was er zu tun hat, wie Hitler Deutschland das befohlen hat. I mean, tell your body, talk to your body like Gabi talks to me. So sprich mit deinem Körper, wie Gabi mit mir spricht. Kind, freundlich. But, I mean, we have created this body. Who else should be in charge? Wir haben diesen Körper kreiert. Wer sonst sollte in der Verantwortung sein für diesen Körper? Wer sonst sollte der Boss sein? Wer? Wir haben diesen Körper kreiert. We have created this body. For us to have fun, to have joy. Für uns, um Spaß damit zu haben und Freude damit zu haben. Und ja, unser Körper ist der beste Kumpel, weil er liefert uns die ganzen Informationen von überall her. And yes, our body is the best body because it gives us all the information we require. Yeah. Yep, it does. Ja. And if you're willing to listen, it'll even show you what it needs to do next. Ja. Und wenn ihr gewillt seid, dem Körper zuzuhören, wird er euch immer zeigen, was ihr als nächstes tun sollt, um etwas zu erreichen. Yeah. Mickey, Gabi, Gabi, Mickey has a question as well now. Michi, du hast noch eine Frage? Oder? Nee, das war ich nicht. Nee. No, what do you mean? Ein Mario, glaube ich. Ah, Mario. Es war noch eine Frage im Chat. Ja, ja. Oh, she's got the flag up. Mario. Okay, so do I have to know what this past decision was to let go of it? No. Nein. Also ich lese mal für die anderen vor, die später nachhören. Mario fragt, muss ich so eine frühere Entscheidung wissen, beispielsweise finden, um sie auflösen zu können? Nein. But you just have to realize that you made a choice to prevent you from making a different choice. Du musst einfach nur realisieren, dass du eine Wahl getroffen hast, die dich davon abhält, eine andere zu treffen. But you know, as you explore that, you'll come to the point where you know exactly the moment you decided something. Aber wenn du da wirklich fragst und beginnst, das so mit deinem Gewahrsein zu erforschen, wirst du genau zu diesem Moment kommen, wo du sie getroffen hast und wissen, warum. You'll probably cry a bucket of tears.
Wahrscheinlich weinst du dann einen Eimer voll Tränen. Stamp your feet like Rumpelstiltskin, go fuck, 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 fuck. Ärgerst dich über dich selbst und sagst so ein Mist. Or pot and pot, pot and pot, pot and pot. Oder pot, pot, pot. Danke. Yeah. Okay, cool. So, we said half an hour, and I think it was a great call. I just love what we talked about. Also wir haben gesagt, eine halbe Stunde haben wir Zeit, und ich glaube, es war cool. Wir haben über tolles Zeug geredet. So, wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu wissen, könnt ihr euch an unsere wunderbaren Hostinnen für die Kurse melden. Oder hier Christina in Mainz, Sonja ist da in Salzburg, Michi ist da in Admont, Brigitte für Vorarlberg. Ist sonst noch wer da? Ich glaube, Angela habe ich vorhin gesehen für Chemnitz. Jula in Hungary. Ja, Jula ist in Ungarn. Und ja, und was ich jetzt mache, ich poste einfach jetzt in den Chat sämtliche Alchemie-Kurse. Könnt ihr dann auf einen Blick sehen, and I just posted in the chat all the alchemy classes. And yeah, so we're looking forward to the next weeks. So, wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Ich freue mich auch schon riesig. Ja, ich mich auch. Greg, are you looking forward to it too? Freust du dich auch? No. Ja. Yes, I am. Yeah. It's such an exciting energy that's growing with these classes. Ja, es ist so eine aufregende Energie, die mit diesen Kursen gerade wächst. And it's just like my whole body just starts shaking, getting ready for the class. And it's like, but this is deep in a calmness. So there's no, oh my God, what are we going to talk about? It's just like, ja. Es ist jedes Mal, mein Körper zittert fast vor diesen Kursen jedes Mal, weil die Energie so stark ist. Aber es ist so ein Frieden und eine Stille in mir. Kein Zweifel darüber, worüber wir reden sollen. Cool. Yeah. So, thank you, Christina, for organizing that. Vielen Dank, Christina, dass du es organisiert hast. Und danke für die super süßen Hostinnen, die alle jetzt da sind. Wir freuen uns auf euch und sind so dankbar für euch, dass ihr mit uns kreiert. Und wir sehen uns irgendwann irgendwo. Danke fürs Dabeisein. yeah. And thank you to all the hosts that have come on and brought all the friends on and blah, blah, blah. Ja, Thank you for it. ja, danke auch nochmal an alle Hosts, die ihre Freunde mitgebracht haben. Okay. See you soon. Good night. Danke, Greg und Gabi. Yeah. Bye.